Du möchtest schwanger werden und es klappt einfach nicht? Keine Sorge, mir ging es genauso. Ich bin Sarah, 32 Jahre alt und approbierte Ärztin aus Berlin und ich habe auch wirklich sehr lange einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt. Du bist also wirklich nicht alleine mit dem Problem. Schwanger werden ist verdammt schwer. Ich weiß, es wird uns in der Schule im Biologieunterricht nicht beigebracht, aber tatsächlich ist Schwangerwerden nicht so einfach. Und ab einem gewissen Alter kommt dann auch noch der Druck der Gesellschaft dazu, die Familien, die Eltern, die Großeltern, die nach Kindern und Enkeln fragen, und das kann das Ganze verdammt schwierig machen. Deswegen sprechen wir in diesem Video über ein paar Ursachen und ich gebe dir auch ganz konkrete Tipps, was du machen kannst, damit dein Kinderwunsch sich möglichst bald erfüllt. Vielleicht sollte man zuerst einmal sagen, dass nicht jede Frau schwanger werden kann. Das ist etwas, über das wird wenig geredet, aber tatsächlich gibt es verschiedene Gründe, warum es sein kann, dass eine Frau überhaupt nicht schwanger werden kann. Das kann natürlich zum Beispiel sein, dass es angeborene Fehlbildungen gibt oder auch, dass die Gebärmutter durch Operationen oder andere Eingriffe beschädigt worden ist. Es kann aber auch sein, dass ein genetisches Syndrom dahinter liegt, wie ein X0-Syndrom. Oder auch Transfrauen können nicht schwanger werden. Und der unerfüllte Kinderwunsch ist sogar verdammt häufig. Auch wenn es scheinbar immer so wirkt, als würden alle anderen schwanger werden, nur du nicht, ist es tatsächlich so, dass jedes 7. bis 8. Paar in Westeuropa von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen ist. Tatsächlich gibt es aber Anzeichen, die dir schon relativ früh in deiner Kinderwunschreise zeigen können, dass es möglicherweise Probleme geben könnte, schwanger zu werden. Manche davon kannst du sogar schon vor deinem Kinderwunsch feststellen. Hinweise darauf, dass du Probleme haben könntest beim Schwangerwerden, können zum Beispiel sein, wenn du extrem unregelmäßige oder extrem lange Zyklen hast. Wenn also die Zeit zwischen deiner Periode immer sehr unterschiedlich ist, dann kann das ein Hinweis auf einen Problemfaktor sein. Ebenso schau dir mal deine Blutung an. Ist diese Blutung ungewöhnlich stark? Hast du extreme Schmerzen, vielleicht sogar auch Verdauungsbeschwerden und massive Allgemeinsymptome während der Periode? Dann kann auch das ein Hinweis sein. Und letzten Endes findest du natürlich auch in deiner eigenen medizinischen Vorgeschichte Hinweise. In dem Fall weißt du allerdings natürlich, wenn es Operationen oder Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen gegeben hat, vermutlich besser darüber Bescheid. Viele Frauen oder Paare fragen sich auch, wann sie einen unerfüllten Kinderwunsch eigentlich abklären lassen sollten. Und hier ist die offizielle Empfehlung, dass Frauen unter 35 nach einem Jahr regelmäßigem Geschlechtsverkehr ohne eingetretene Schwangerschaft sich an eine Kinderwunschklinik bzw. an einen geeigneten Facharzt wenden sollten. Bei über 35 gibt man diese Empfehlung übrigens schon nach einem halben Jahr ab. Das liegt einfach daran, weil die Zeit knapper wird ab 35. Wir wollen das alle nicht wissen, aber leider ist Alter ein wichtiger Faktor in der Fruchtbarkeit. Das sind die offiziellen Empfehlungen. Mein persönlicher Tipp an dich wäre allerdings, wenn du ganz konkrete Hinweise wie die bereits angesprochenen Faktoren bei dir feststellst, dann kann es auch sinnvoll sein, vorher bereits eine Abklärung erfolgen zu lassen. Weil es wäre sehr ärgerlich, wenn du schon ein ganzes Jahr lang weißt, da stimmt doch was nicht, nur um dann nach einem Jahr bestätigt zu bekommen, da stimmt wirklich was nicht und du hast möglicherweise gar keine Eisprünge. Im Übrigen darf man auch nie vergessen, dass der Kinderwunsch Mann und Frau betrifft. Häufig suchen wir Frauen Gründe nur bei uns und denken überhaupt nicht daran, dass Ursachen tatsächlich auch bei Männern vorliegen können. Da gibt es auch häufige Gründe dafür, sind vor allem in der Vorgeschichte der Männer zu finden. Also sprich, wenn es im Kindesalter etwas gab, wie beispielsweise einen Hodenhochstand, der erst zu spät korrigiert worden ist. Oder es gab ein Trauma, Fußball, ein Tritt in die Geschlechtsteile. Dann sollte man auch bei Männern hellhörig werden. Ansonsten gibt es leider relativ wenig Symptome, die sich bei Männern darauf hindeuten können, dass der Mann der auslösende Faktor dafür sein könnte, dass es nicht klappt mit dem Schwangerwerden. Ausnahmen davon sind natürlich die sogenannte erektile Dysfunktion oder auch, wenn die Spermamenge wirklich ungewöhnlich gering ist. Aber weißt du wirklich, was eine normale Spermamenge ist oder achtet man darauf? Also sprich, es ist sehr schwierig,
Hinweise bei Männern zu finden, die finden Sie tatsächlich meistens erst in der Diagnostik, dem Spermiogramm. Jetzt habe ich ja schon die häufigen Gründe angesprochen bei Männern. Da ist vor allem der Hodenhochstand im Kindesalter zu nennen, speziell wenn er nicht innerhalb des ersten Lebensjahres korrigiert wurde. Und bei Frauen sind häufige Ursachen hormonelle Störungen wie das polyzystische Ovarialsyndrom, das sich unter anderem durch unregelmäßige Zyklen äußert, oder die Endometriose, die vor allem auch durch schmerzhafte Perioden auffällig wird. Darüber hinaus können auch Gerinnungsstörungen und Schilddrüsenfunktionsstörungen häufige Ursachen sein, warum es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Mein Tipp als Ärztin und Betroffene an dich wären auf jeden Fall 3 Dinge. Erstens, lass dich nicht unterkriegen von der gesamten Situation. Ich weiß, wie anstrengend dieser Kinderwunsch sein kann, aber gib trotzdem nicht auf. Ein guter Teil verlässt die Kinderwunschbehandlung am Ende mit Kind oder wird natürlich schwanger. Der zweite Punkt, geht das Ganze gemeinsam als Paar an. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch die Kommunikation als Paar nicht unterschätzt, weil ein Kinderwunsch belastet nicht nur dich als Frau, er belastet häufig das gesamte Paar und deswegen geht das gemeinsam an. Lasst euch nicht davon als Paar auseinandertreiben. Und drittens, such dir Hilfe. Wenn du konkrete Hinweise hast, dass bei dir etwas nicht stimmt, dann such medizinische Hilfe auf, weil du bist nicht alleine und es gibt Hilfe. Leider wird in unserer Gesellschaft sehr wenig darüber gesprochen, dass unerfüllter Kinderwunsch ein so großes Thema ist. Das liegt vor allem daran, weil der unerfüllte Kinderwunsch immer noch als Stigma angesehen wird. Die Fortpflanzungsfähigkeit ist eine solche Grundfunktion des Menschen, dass sich viele Menschen dafür schämen, wenn sie dabei Probleme haben. Und wenn sie nicht wissen, dass es so viele betrifft, haben sie häufig den Eindruck, dass sie die Einzigen sind, die es betrifft. Das Gleiche gilt auch für das Thema Fehlgeburten, ein anderes Tabuthema, über das viel zu wenig geredet wird. Fehlgeburten sind wahnsinnig häufig, sie betreffen etwa jede 4. Frau und man kann nichts dafür. Nichtsdestotrotz sprechen auch viele Frauen auch aus Gründen, dass der Arbeitgeber nichts mitbekommen soll oder weil sie den Rat bekommen haben, dass man es doch in den ersten 2 Wochen bitte nicht sagen möge, nicht darüber, wenn sie früh schwanger sind und auch nicht darüber, wenn sie eine Schwangerschaft früh verlieren. Das sind Themen, die in unserer Gesellschaft schlicht und einfach leider einem Tabu unterliegen, obwohl sie das nicht müssten. Wenn ich mit anderen Frauen spreche, die von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind, dann nehme ich vor allem wahr, wie unglaublich belastend es für sie ist. Kinderwunsch ist unfassbar emotional belastend und viele fühlen sich damit sehr, sehr alleingelassen und wissen auch nicht, wie es weitergeht. Da sind viele Unsicherheiten bezüglich des Lebensentwurfs und wie es überhaupt weitergehen soll. Wie sieht mein Leben aus? Werde ich möglicherweise niemals Kinder bekommen? All diese Fragen beschäftigen Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Und was aus meiner Erfahrung wirklich hilft, ist, wenn man einen klaren Fahrplan hat, wenn man weiß, es gibt Dinge, die man unternehmen kann, damit es besser wird, dass man Schritte hat, die man als nächstes unternehmen möchte und weiß, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, sich helfen zu lassen. Das kann auf der psychologischen Seite einmal zum Beispiel Insta-Help sein. Wenn eine neutrale Person einfach mal von außen drauf guckt und euch gerade mit diesem emotionalen Teil unterstützt, ist das einfach etwas unglaublich Wertvolles und ihr solltet sowas unbedingt in Anspruch nehmen, wenn ihr merkt, dass euch das Ganze sehr stark belastet. Und auf der medizinischen Seite gibt es dann eben Tools wie den Breathe ILO, der euch dabei helfen kann, euren Zyklus deutlich besser zu verstehen und damit natürlich auch die Unterstützung sein kann, die ihr möglicherweise braucht, um schwanger zu werden. Letzten Endes ist jeder Kinderwunsch individuell und es gibt keine allgemeinen Antworten, was genau das ist, was euch am Ende zu eurem Wunschkind helfen wird. Aber es gibt Experten da draußen, die euch helfen können. Und in dem Sinne, sucht euch diese Experten, sucht euch die Hilfe und ich wünsche euch sehr viel Erfolg beim Schwangerwerden.